Well, hello, my name is Robert Henderson. Hallo, ich heiße Robert Henderson. And I count it a great privilege to speak to the German world concerning the things of God. Und ich habe so ein großes Vorrecht, zur deutschsprachigen Welt Dinge zu sagen in Bezug auf Gott. There are times when I've done these videos that I've addressed the political condition within America. Und ich habe solche Videos schon getan und ich wurde auch gebeten, über die politische Situation von Amerika zu sprechen. Because, see, some people think that our religion is one thing and politics are another thing. Und manche Menschen glauben, dass unser Glaube, unsere Religion eine Sache ist und Politik ist eine andere Sache. But see, we have to have the correct worldview. Aber wir brauchen eine richtige Weltsicht. And something creates our worldview. Und da gibt es etwas, was unsere Weltsicht hervorbringt. And as believers in Jesus, und als Gläubige, that faith in Him should affect every other decision we make. Sollte unser Glaube an Jesus alle Entscheidungen beeinflussen, die wir treffen. The way we operate in our homes, die Art und Weise, wie wir zu Hause umgehen, in the marketplace, oder in der Außenwelt, but also the way people vote, aber auch in dem Bereich, wie Menschen wählen. Because our worldview, which comes out of our Christian perspective, denn unsere Weltsicht, die hervorkommt aus unserer christlichen Sicht, has effects upon every other part of our life. Hat Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche. Or at least it should. Oder es sollte es zumindest. Because that's true for all of us. Denn das ist wahr für alle von uns. Now, having said that, I would know that most people would be aware of the contention that is in America. Und ich glaube, dass alle Menschen oder viele Menschen sich bewusst sind, welche Spannungen in Amerika stattfinden. And people would be aware of all the impeachment talk of our president. Und die Menschen sind sich bewusst, dass Anklagen laufen gegen den Präsidenten, dass er vorgeladen werden soll. That we basically have a two-party system. Wir haben ein Zwei-Parteien-System hauptsächlich. We have Democrats and we have Republicans. Wir haben die Demokraten und die Republikaner. And the Republicans are conservative while the Democrats are liberal. Und die Republikaner sind konservativ und die Demokraten sind liberal. And based on the election year, one or the other finds themselves in power. Und je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, kommt die eine oder andere Partei an die Macht. Well, we have a Republican president. Aber wir haben einen republikanischen Präsidenten, who is very, very, very much in agreement with our Christian values. Der sehr stark übereinstimmt mit unseren christlichen Werten. But we have a Democratic Congress, aber wir haben einen demokratischen Kongress, who is opposite of that. Der direkt entgegengesetzt dazu ist. And because of that, they're trying to remove our president. Und aufgrund dessen versuchen sie, unseren Präsidenten abzusetzen. And the reasoning behind it, und die Gedanken dahinter sind, is when you boil it down to the core, wenn man ihn vor Gericht zerren kann, is that President Trump is actually taking a stand for the standards of God. Dann wird Präsident Trump wirklich eintreten für die Maßstäbe Gottes. Now that doesn't mean he's perfect. Das bedeutet nicht, dass er vollkommen Believe ist. Me, he's not perfect. Also glaubt mir, er ist wirklich nicht vollkommen. As much of a supporter as I personally am of him, so sehr ich ihn selber auch unterstützen würde. I sometimes cringe at the things that are said and done. Also manchmal, da bin ich wirklich erstaunt, was er sagt und tut. But what you have to understand, aber was ihr verstehen müsst, is that he has done so much good. Er hat so viel Gutes getan. Let me just mention three things. Ich möchte nur 3 Dinge erwähnen. He recognized Jerusalem as the capital of Israel. Er hat Jerusalem als die Hauptstadt Israels anerkannt. That means he's honoring the Jewish people and their heritage. Das bedeutet, er ehrt das jüdische Volk und ihr Erbe. So many presidents have promised to do that. So viele Präsidenten haben das versprochen. No one ever did it. Aber keiner hat es je getan. But President Trump has done that. Aber Präsident Trump hat es gemacht. He is very, very pro-life. Er ist sehr für das Leben. In other words, he stands for the unborn. Mit den anderen Worten, er tritt ein für die Ungeborenen. And even though the decision of the Supreme Court that has allowed abortion on a federal level, und obwohl
Abtreibung erlaubt ist im föderalen System. It hasn't been overturned yet. Es wurde noch nicht abgeschafft. He has signed into order things that greatly restrict abortions in America. Hat er Erlasse unterschrieben, die die Abtreibung sehr einschränken in Amerika. In other words, he has done everything he possibly can Mit anderen Worten, er hat alles getan, was er tun to konnte, see the killing of babies stopped. damit wirklich das Töten von Babys aufhören kann. This is very dear to evangelical Christianity in America. Und das schätzen die evangelikalen Christen in Amerika sehr. But the other third thing he has done and is doing, Aber das Dritte, was er getan hat und was er tut, which may be his most important thing, und das mag sogar das Wichtigste he sein, is setting into place conservative judges on a federal level. er setzt konservative Richter ein im föderalen System. You see, throughout several decades, liberal judges have been put in benches by liberal presidents. Über viele Jahrzehnte hinweg wurden die höchsten Richter eingesetzt durch liberale Präsidenten, und zwar liberale Richter. So that judicial systems in America have been against the standards of God, rather in agreement with them. Sodass die Gerichtssysteme in Amerika gegen die Maßstäbe Gottes gerichtet sind, anstatt für die But Maßstäbe slowly Gottes. but surely, federal judges are being put into place that are able to render the right kind of Aber decisions. langsam und sicher werden mehr und mehr Richter eingesetzt, die das wieder umkehren können. And that does not even talk about the Supreme Court Und da ist noch nicht einmal die Rede vom höchsten Gericht, that has now begun to swing conservatively, das jetzt auch mehr in die konservative Richtung geht, so that decisions in agreement with the Word of God damit dann Entscheidungen getroffen werden können in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. can be rendered rather than that which would be against God's ways. Anstatt dass es Erlasse und Gesetze gibt gegen die Wege Gottes. That's just three things that have been done. Das sind 3 Dinge, die er zustande gebracht hat. Now, if the liberal media was to report any of that, Und wenn die liberalen Medien doch nur eines von diesen Dingen berichten würden, it would always be twisted to be a negative. es wird immer dazu benutzt, das negativ darzustellen. But I want to just say to you, Aber ich möchte euch sagen, when you pray for America, wenn ihr für Amerika betet, pray for God's will to be done. betet, dass der Wille Gottes geschieht. I pray, Ich glaube, Lord, ich bete. arise and defend your purposes in President Trump. Herr, steh auf und verteidige deine Absichten in Präsident Trump. That's a pretty safe prayer. Das ist ein sehr sicheres Gebet. I'm not asking him to defend President Trump. Ich bitte nicht, dass der Herr den Präsidenten Trump verteidigt, I am saying defend your purposes in and through him. sondern ich sage, bewirke deine Absichten in und durch ihn. Use him however you can. Gebrauch ihn so gut du kannst. And would you be merciful to our nation? Und hab Erbarmen mit unserer Nation. Would you please remember us? Bitte denk an uns. Would you not forsake us? Verlass uns nicht. And would you give us back the destiny that was originally intended? Und gib uns die Bestimmung, die du ursprünglich vorhattest, zurück. I would say pray the same thing for your nation. Und ich würde euch bitten, betet dasselbe für eure Nation. Bless you so much. Seid so sehr gesegnet.